Morgen, Skatfreunde! Während ich hier sitze und dieses Video aufnehme, hat in Bremen gerade die deutsche Einzelmeisterschaft des DSKV, des Deutschen Skatverbandes, begonnen. Ich bin leider nicht dabei, habe in der Vorrunde wirklich keine gute Leistung gezeigt und bin sicher auch verdient ausgeschieden. Manchmal sind es ja auch nur schlechte Karten, aber manchmal ist es auch einfach nicht dein Tag, und das ist beim Skat, denke ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, wenn man vorankommen will. Seid ehrlich zu euch selbst, schiebt es nicht immer nur auf die Karten, guckt auch, ob ihr wirklich euer Bestes gegeben habt. Ich werde nächstes Jahr wieder versuchen, und bis dahin drücke ich einfach allen Skatfreunden, die dort jetzt um die Titel kämpfen, die Daumen, und ich packe unten einfach mal den Link auf die Seiten des DSKV rein. Da könnt ihr dann mal schauen, wer die neuen deutschen Meister sind, wem ihr gegebenenfalls gratulieren könnt. Was haben wir heute noch auf dem Zettel? Ich möchte mit euch noch mal eine weitere Gegenspielergrundlage beleuchten, von der ich häufiger höre, dass sie nicht funktioniert, als dass sie klappt, und das ist die sogenannte Gegenfarbe. Ja, die Gegenfarbe, das ist eine Verabredung zwischen den Teamspielern, die allerdings nur in sehr bestimmten Konstellationen überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Und das ist im Prinzip der Grund, warum das häufig scheitert. Entweder es kennen nicht beide überhaupt das Konzept, oder von denen, die es kennen, wird es dann häufig ein bisschen inflationär, also einfach zu häufig versucht einzusetzen. Und da wollen wir mal einmal drauf schauen, wann dieses Konzept zum Tragen kommt, was dahinter steckt und wie man da am sinnvollsten mit umgeht. Ich habe hier mal ein Musterbeispiel par excellence für die Gegenfarbe rausgesucht. Der Spieler in Mittelhand ist für 18 Besitzer geworden und hat jetzt ganz selbstbewusst einen Grang angesagt. Eure Karte in Hinterhand durchwachsen, ihr habt zwar Herz, Ass und 10, das war es aber auch, keinen Buben, jede Farbe mit. Macht euch also üblicherweise gar nicht besonders viel Hoffnung, dass ihr dieses Spiel schlagen könnt. Schneider frei ist wohl das, was man mit dieser Karte im ersten Moment eher als Ziel anpeilt. Nun kommt im ersten Stich von eurem Partner der Pik Bube auf den Tisch, und der Alleinspieler legt den Karo Buben. Und das ist jetzt der Moment, wo ihr dann doch ein bisschen aufwachen solltet und mal überlegen solltet, wie ist hier das gesamte Bild zu sehen, welche Karte solltet ihr jetzt spielen und warum. Diese beiden ersten Karten in Kombination mit eurem Blatt, die verraten einfach schon unglaublich viel über die gesamte Kartenverteilung und auch über den Plan von eurem Partner. Euer Partner muss den Kreuz Buben auch noch haben, und er wird ihn gleich hinterherziehen, und dann sind schon nach 2 Stichen die Buben aus dem Spiel. Schaut sonst gerne noch mal in das 10. Skat-Video von mir, da habe ich dieses Motiv schon einmal beleuchtet. Warum spielt dann der Alleinspieler überhaupt einen Grang, wenn ihm hier ein Ass fehlt und auch die beiden oberen Buben? Ganz logischerweise müssen alle anderen starken Karten auf seiner Hand sein. Sein Blatt wird also sinngemäß wohl so aussehen: 2 Buben und dann die Handvoll Asse und Zehner, 6 volle habe ich ihm hier gegeben. Dazu hat er noch 2 Karten in Herz, die beiden Bilder drücken können. Wer würde also diesen Grang bei 18 in Mittelhand nicht spielen? Was bedeutet das jetzt in der Konsequenz für die Karte, die ihr legen müsst? Ihr müsst hier dem Drang widerstehen, vielleicht instinktiv erstmal den blanken Pik König zu retten, oder Herz Ass nach dem Motto, euer Partner will was sehen. Genau diese Karten sind hier verkehrt, denn dieses starke Spiel könnt ihr ganz offensichtlich nur schlagen, wenn nach den Buben noch eure starke Herzfarbe zum Einsatz kommt. Dann könnt ihr nämlich die ersten 6 Stiche machen, und nur dann wird es für den Alleinspieler nicht zum Sieg reichen. Und das bedeutet, das Wichtigste, was jetzt zu tun ist eurem Partner das Signal geben, welche Karte er im dritten Stich, welche Farbe besser gesagt, er im dritten Stich zu spielen hat. Denn er zieht den Pik Buben hier nicht nur, um die Buben rauszuziehen, sondern auch, um genau dieses Signal von euch zu bekommen. Denn seine Resthand, die besteht natürlich nur noch aus Kleingemüse, er hat keine Stärke mehr in der Hand, er braucht jetzt eure Hilfe. Und da ist es jetzt so, hier kommt die Gegenfarbe ins Spiel. Die Gegenfarbe ist eine Verabredung zwischen den Teamspielern. Es gibt 2 Gegenfarbpärchen, das eine ist Herz und Karo, das andere ist Kreuz und Pik. Und das bedeutet, auf diesen Stich gehört jetzt die Karo Lusche, denn damit signalisiert ihr eurem Partner, hey, Herz ist meine starke Farbe, in Herz habe ich das Ass, die Farbe möchte ich im dritten Stich sehen. Nun wird
im zweiten Stich auch wenig überraschend der andere Bube gezogen, und jetzt macht es keinen Sinn, nochmal Karo reinzuschmeißen. Das Signal habt ihr gegeben, jetzt könnt ihr natürlich wimmeln, natürlich auch wieder nicht Herz Ass, die Karte braucht ihr noch, jetzt kann der Pik König rein. Dank eurer Unterstützung wird jetzt auch die Herz 7 auf den Tisch kommen, und der Alleinspieler ist jetzt wehrlos, er kann hier nur abschmeißen. Hättet ihr im ersten Stich stattdessen den Pik König dazu getan, hättet ihr im Prinzip genau das gegenteilige Signal gegeben. Ihr hättet behauptet eurem Partner gegenüber, Kreuz wäre eure starke Farbe, und statt der blanken Herzkarte hätte er jetzt sicher seine blanke Kreuzkarte gespielt. Der Alleinspieler hätte dann sein Spiel Schneider gewonnen. Ihr müsst es jetzt hier nur noch präzise zu Ende bringen. Ihr wisst ja noch nicht ganz genau, was gedrückt ist, deswegen werdet ihr hier wohl erstmal nur klein rausnehmen. Wichtig ist einfach, dass ihr jetzt die nächsten Stiche noch macht und jetzt Herz von oben weiterspielen, und dann fängt euer Partner natürlich an reinzulegen, was Beine hat. Beim Alleinspieler wird es hier schon kritisch, da fliegt schon das erste Bild. Trotzdem solltet ihr euch klar sein, dieser Stich alleine hier, der langt noch nicht. 5 Stiche hätten hier noch nicht zum Sieg gereicht, obwohl hier schon ein voller fallen muss. Also auch das Herz Ass etwa im ersten Stich gewimmelt, hätte euch einfach hier kurz vor 60 verhungern lassen. Erst diese letzte Herz-Lusche, die bringt den Alleinspieler endgültig zu Fall. Jetzt ist es natürlich durch den weiteren Vollen eine deutliche Niederlage, und der Alleinspieler bekommt nur die restlichen 4 Stiche, kann leider nicht gewinnen. Das war es jetzt schon. Also im Prinzip doch eine relativ einfache Geschichte, die man sich auch gut merken kann. Bleibt trotzdem noch mal einen kleinen Moment dran, denn 2 Schwierigkeiten sehe ich immer wieder auch bei Spielern, die dieses Grundkonzept an sich kennen. Nummer 1, es wird versucht, das Gegenfarbkonzept bei Farbspielen einzusetzen. Und da hat es einfach nichts zu suchen, da funktioniert es nicht, weil natürlich durch die Trumpffarbe schon 2 Farben rausfallen, mit denen man sich sinnvoll etwas signalisieren kann, und weil natürlich auch nur 3 gleichberechtigte Farben im Spiel sind, ist die Notwendigkeit auch gar nicht so groß. Also bei Farbspielen nicht mit der Gegenfarbe arbeiten. Fehler Nummer 2, auch bei Grang-Spielen wird es einfach ein bisschen übertrieben. Wer das erste Mal diese Gegenfarbe gehört hat, möchte die natürlich auch einsetzen, und dann wird ständig irgendwie mit der Gegenfarbe gearbeitet. Klar ist natürlich, das Konzept macht nur dann Sinn, wenn es ein Tick weit auch absehbar ist, dass der Alleinspieler in eine Trumpfkürze überhaupt kommt. Also die typischste Situation, der Alleinspieler hat 2 Buben und euer Partner hat auch 2 Buben. Dann solltet ihr mit der Gegenfarbe arbeiten. Aber einfach nur, weil der Alleinspieler den Kreuz Buben aufspielt, jetzt aus eurem König zu dritt schon abzuschmeißen, um euer Ass zu signalisieren, das ist wenig hilfreich. Da solltet ihr einfach besser eine Blanke abschmeißen. Auch damit gebt ihr ja eurem Partner ein wichtiges Signal, und da muss sich erstmal zeigen, dass der Alleinspieler tatsächlich in eine Trumpfkürze kommt und dass es Sinn macht, mit dieser Gegenfarbe zu arbeiten. Ja, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitgenommen. Wenn nicht, hoffe ich, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß an meinem Video gehabt habt. Ich freue mich wie immer über ein Abo, ich freue mich über erhobene Daumen. Ich freue mich auch, wenn ihr meiner Facebook-Seite Skatinsel vielleicht einfach mal einen Like mit auf den Weg gebt, und schließlich und endlich freue ich mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, gut Blatt!